Willkommen auf unserer spannenden Entdeckungsreise. Wenn Sie an das alte Rom denken, kommen Ihnen wahrscheinlich Gladiatoren, Togas und Cäsars große Reden in den Sinn, die durch Marmorsäle hallen. Aber was wäre, wenn die atemberaubendste römische Stadt gar nicht in Italien läge, sondern seit Jahrhunderten unter dem glühenden Sand Nordafrikas begraben wäre? Klingt unmöglich? Falsch gedacht. Versteckt im heutigen Algerien liegt Timgad, einst Tamugadi genannt, eine römische Stadt, die so perfekt erhalten ist. Als hätte das Imperium eine Pause eingelegt. Dies ist nicht nur Geschichte, es ist eine Zeitkapsel, die darauf wartet, geöffnet zu werden. Der Geist Roms in der Wüste. Rom, in Afrika, aber im Jahr 100 nennen. Chris ließ Kaiser Trajan, ja, derselbe Kopf hinter Trajans Forum und Säule, eine römische Stadt mitten im Erzgebirge errichten. Dies war nicht nur eine Stadt, es war eine Erklärung. Eine Militärkolonie wurde strategisch platziert, um die Berberstämme in Schach zu halten und Roms Eisen tief in den afrikanischen Boden zu rammen. Aber hier nimmt die Geschichte eine Wendung von beeindruckend zu verblüffend. Timgad wurde nicht einfach nur gebaut, es wurde mit unheimlicher Präzision geplant. Die Straßen sind in einem perfekten Raster angelegt, das mathematisch so einwandfrei ist, dass man meinen könnte. Es handele sich um Satelliten. Der Decumanus Maximus verlief von Osten nach Westen, der Cardo von Norden nach Süden und bildete ein riesiges steinernes Kreuz, das vom Himmel aus sichtbar war. Das war keine Stadtplanung, das war kaiserliche Kunst. Und was entstand aus diesem Raster? Nicht nur Kasernen oder staubige Straßen, sondern ein Traum aus Kalkstein. Korinthische Kolonnaden, die sich an die sonnenbeschienenen Straßen schmiegen, 14 öffentliche Bäder, ein Theater mit 3500 Plätzen, in dem römische Dramen nachhalten, belebte Märkte, eine ausgedehnte Bibliothek und Tempel, die den Himmel ankratzten. Sogar ein Kapitol stand aufrecht, wie eine römische Seele, die an den Rand der Sahara verpflanzt wurde. Und jetzt kommt der Clou. Dieses Wunder in der Wüste war nur für 15.000 Menschen gedacht. Aber Timgad hat sich nicht an das Drehbuch gehalten. Es dröhnte. Die Bevölkerung explodierte. Handelswege öffneten sich, und schon bald hatte sich die Stadt vervierfacht und pulsierte als wichtiger Knotenpunkt zwischen dem Reich und der großen Wüste dahinter. Doch kein Imperium währt ewig. Im 5. Jahrhundert begannen die Invasionen der Vandalen und die politische Fäulnis, alles zu zerstören. Die Byzantiner versuchten, die Risse mit einer Festung zu flicken, aber der Sturm war bereits im Anmarsch. Und im 7. Jahrhundert war es dann soweit. Die arabische Eroberung fegte wie ein Sandsturm über die Stadt. Timgad fiel nicht. Es verschwand. Mehr als 1000 Jahre lang schlummerte sie unter den Dünen und war aus den Karten und dem Gedächtnis verschwunden. Bis 1881, als Archäologen den Sand aufschütteten und sie fanden. Keine Ruinen, eine Geisterstadt. Eine in Stein gefrorene römische Botschaft, die durch die Zeit flüsterte. Aber jetzt kommt der Clou. Timgad ist vielleicht nicht einmal die schockierendste Stadt, die wieder aufgetaucht ist. Während sie sich langsam aus der Wüste zurückkämpfte, wartete eine andere antike Stadt nicht darauf, entdeckt zu werden. Sie erhob sich aus den Tiefen des Wassers. Nicht von Archäologen ausgegraben, sondern von der Trockenheit freigelegt. Lassen wir also den Sand Afrikas hinter uns und machen wir uns auf den Weg nach Osten, zu den verlorenen Flussufern des alten Mesopotamiens, wo etwas lange Verschüttetes gerade aufgewacht ist. Stadt aus der Tiefe. Es begann mit einer Dürre, eine brutale, klimabedingte Trockenheit im irakischen Mosul-Stausee ließ den Wasserstand in die Höhe schießen. Die Einheimischen machten sich Sorgen um die Ernte, die Kraftwerke, die Fische, das Übliche. Aber was niemand erwartet hatte, nicht einmal die Archäologen, War, dass die Natur etwas freilegen würde, das lange in den Tiefen des Tigris verborgen war. Anfang 2022 tauchte eine antike Stadt aus dem Wasser auf. Nicht nur Ruinen, sondern eine Stadt. Straßen, Mauern, Türme, sogar ein Palast. Und hier ist der Clou. Es wird angenommen, dass sie 3400 Jahre alt ist. Willkommen in Zakiku, einem vergessenen urbanen Zentrum des mysteriösen Mitanni-Reiches. Ja, die Mitanni. Eine mächtige Zivilisation der Bronzezeit, die einst über das nördliche Mesopotamien herrschte und Teile des heutigen Irak, Syrien und der Türkei kontrollierte. Aber die Sache ist die: Wir wissen kaum etwas über sie. Das macht diese Entdeckung so erschreckend und aufregend. Als der Stausee von Mosul zurückging,
traten Archäologen aus Deutschland und dem Irak in Aktion. Sie hatten nur wenige Wochen Zeit, bevor das Wasser wieder steigen würde. Stellen Sie sich diesen Druck vor. Antike Geschichte, die aus dem Schlamm aufsteigt. Und eine tickende Uhr über ihren Köpfen. Und was entdecken sie? Einen Palastkomplex, Festungsmauern, Türme, mehrstöckige Gebäude und sogar etwas, das wie ein Industriegebiet aussieht. Dies war nicht irgendein Außenposten. Sakiku war ein blühendes Verwaltungszentrum, das im 14. Jahrhundert vor Leben nur so strotzte. Die Architektur zeugt von geschickter Stadtplanung. Die Gebäude wurden aus sonnengetrockneten Lehmziegeln errichtet, von denen viele auf wundersame Weise Jahrhunderte unter Wasser überlebt haben. Es wird vermutet, dass das kalte, frische Wasser dazu beigetragen hat, sie zu erhalten. Einige Archäologen haben sogar Keilschrifttafeln geborgen, die möglicherweise Aufschluss über die Regierungsführung, den Handel und das tägliche Leben im Mitanni-Reich geben. Das ist eine enorme Leistung, da schriftliche Aufzeichnungen aus dem Mitanni-Reich so selten sind. Könnten diese das, was wir über diese verlorene Zivilisation wissen, völlig umschreiben. Aber hier ist, was mich erschaudern lässt. Die Stadt ist nicht einfach verschwunden. Sie wurde vom Wasser verschluckt. Nicht in der Antike, sondern in der modernen Geschichte. In den 1980er Jahren wurde sie unter dem Mosul-Damm versenkt. Und jetzt hat der Klimawandel sie uns vorübergehend zurückgegeben. Einen Moment lang ist es, als würde die Erde aufbrechen und flüstern, seht her, bevor ich das wieder zudecke. Doch so schnell wie er gekommen war, verschwand er auch wieder im Fluss. Sakiku liegt nun wieder unter Wasser und wartet auf die nächste Dürre. Oder vielleicht auf das nächste Kapitel menschlicher Neugierde. Doch wenn eine riesige Stadt aus der Bronzezeit unter einem Stausee schlummern kann, was verbirgt sich dann noch im Verborgenen? Das Reich unter unseren Füßen. Wie wäre es mit einer ganzen Zivilisation, die unter der Erde gegraben wurde? Sie haben richtig gehört. Als nächstes gehen wir in den Untergrund. Unterirdische Welt enthüllt. Stellen Sie sich also Folgendes vor. Wir schreiben das Jahr 1963. Ein türkischer Mann renoviert sein Haus in der ruhigen Landschaft Kappadokiens. Plötzlich sind seine Hühner verschwunden. Immer und immer wieder. Zuerst denkt er, dass sie nur flüchten. Aber dann bemerkt er einen Luftzug. Einen seltsamen Spalt hinter einer Wand. Die Neugierde übermannt ihn. Er gräbt und gräbt weiter. Und was findet er? Keinen Keller, sondern einen geheimen Tunnel, der zu einem Raum führt, dann zu einem weiteren und zu einer ganzen unterirdischen Stadt. Dies ist Derinkuyu, einst bekannt als Elengubu, und es ist überwältigend groß. Mit einer Tiefe von mehr als 85 Metern und 18 unterirdischen Ebenen ist sie die größte jemals entdeckte unterirdische Stadt. Und ja, sie ist sehr real. Was mit einem verlorenen Huhn begann, entwickelte sich zu einem der verblüffendsten archäologischen Funde der Welt. Es handelte sich nicht nur um ein paar Bunker oder Notunterkünfte. In Derinkuyu gibt es Wohnhäuser, Schulen, Kirchen, Weinkeller, Viehställe und sogar Lüftungsschächte und Wasserbrunnen, die alle von Hand in das Vulkangestein gehauen wurden. Archäologen gehen davon aus, dass dort unten einst über 20.000 Menschen lebten. Manche Schätzungen gehen sogar von bis zu 60.000 während der Belagerung aus. Wer sie also erbaut hat, ist noch umstritten. Manche sagen, es waren die Phryger, andere die Hethiter, vielleicht sogar noch früher. Einer der ältesten Hinweise stammt jedoch von Xenophon, der um 370 schrieb. Er beschrieb Menschen in Kappadokien, die unterirdisch in ausgehöhlten Häusern lebten. Jahrhunderte bevor die byzantinischen Christen die Tunnel ausbauten, um sich vor eindringenden Truppen zu verstecken. Und das Verrückteste daran? Es gibt 200 weitere unterirdische Städte in der Region. Und viele Forscher glauben, dass sie alle miteinander verbunden sind und ein gigantisches, verborgenes Labyrinth bilden, das sich kilometerweit unter der heutigen Türkei erstreckt. Ob zum Schutz vor Invasoren, vor religiöser Verfolgung oder aus einem anderen Grund. Derinkuyu erinnert uns daran, dass die Menschheit schon immer kreativer und verzweifelter war, als wir denken. Dschungel Metropole gefunden. Nach dem Abstieg aus den riesigen verborgenen Tiefen des türkischen Derinkuyu, einem unterirdischen Wunderwerk, das von antiken Händen geschaffen wurde, biegen wir nun in das wilde Herz des Dschungels ein. Doch statt unter die Erde zu schauen, spähen wir diesmal mit Lasern durch die Baumkronen. Was verbirgt sich unter dem dichten grünen Blätterdach der Wälder im Südosten Mexikos? Eine verschollene Maya-Stadt, die im Stillen auf die Wiederentdeckung ihrer Geschichte gewartet hat. Dschungelmetropole gefunden.
Sie werden nicht glauben, wie diese verschollene Maya-Stadt entdeckt wurde, denn niemand hat nach ihr gesucht. Tief im mexikanischen Dschungel, im Bundesstaat Campeche, sind Forscher zufällig auf etwas Unglaubliches gestoßen. Eine ausgedehnte alte Maya-Stadt, die unter dichtem Laub verborgen ist. Sie heißt Valeriana und wurde nicht durch Schaufeln oder zufällige Begegnungen, sondern durch modernste LIDAR-Technologie entdeckt. Ursprünglich wurden die LIDAR-Scans für ein Waldüberwachungsprojekt gesammelt, nicht für archäologische Zwecke. Doch als die Daten genauer analysiert wurden, entdeckten die Archäologen ein seltsames Muster, was wie zufällige Formen aussah, entpuppte sich als architektonische Strukturen, von denen sich über 6.000 auf 122 Quadratkilometern ausbreiteten. Das ist gewaltig. Und wir sprechen hier von Pyramiden, Palästen, Altären, Ballspielplätzen und dicht gedrängten Wohngebieten. Die Implikationen sind umwerfend. Dies ist nicht nur ein Dorf oder ein zeremonieller Außenposten. Es ist eine ausgewachsene Metropole. Experten schätzen, dass Valeriana während seiner Blütezeit zwischen 750 und 850 n.Chr. eine Bevölkerung von 30.000 bis 50.000 Menschen beherbergt haben könnte. Was die Forscher jedoch verblüffte, war die Art und Weise, wie die Stadt geplant war. Im Zentrum standen monumentale Pyramiden, die von konzentrischen Zonen mit Wohnungen, Zeremonialräumen und öffentlichen Plätzen umgeben waren. Die verborgenen Geheimnisse von Pompeji. Während Valeriana uns lehrt, wie eine ganze Zivilisation unter den Schichten des Dschungels verschwinden konnte, hat eine andere Stadt, die durch Vulkanasche in der Zeit eingefroren wurde, Geheimnisse enthüllt, die Jahrhunderte überdauern. Vom Dschungel der Maya bis zu den Straßen des antiken Pompeji tauchen immer wieder die Echos vergessener Welten auf. Und was Archäologen dort gerade freigelegt haben, wird als eine Entdeckung bezeichnet, die nur einmal in diesem Jahrhundert gemacht wird. Die verborgenen Geheimnisse von Pompeji. Pompeji ist seit langem eine Zeitkapsel des antiken römischen Lebens. Aber auch nach 2000 Jahren der Erforschung bietet es immer noch atemberaubende Überraschungen. Archäologen, die an dem großen Pompeji-Projekt arbeiten, haben 2 erstaunliche Funde gemacht, die unser Verständnis der römischen Gesellschaft sowohl in der Öffentlichkeit als auch im privaten Bereich verändern werden. Da ist zunächst das Haus von Thyssis, eine prächtige römische Residenz mit einem Festsaal, der mit exquisiten Fresken geschmückt ist. Diese Kunstwerke sind nicht nur hübsche Bilder. Sie stellen Initiationsrituale in die dionysischen Mysterien dar, einen geheimen griechisch-römischen Kult, der dem Gott des Weines, der Ekstase und der Wiedergeburt gewidmet war. Die fast lebensgroßen Figuren, Tänzerinnen, Satyren und eine sterbliche Frau inmitten der Initiation, scheinen sich zu bewegen und flüstern Geschichten aus einer Welt, die wir zu verstehen glaubten. Dieser Fries kann es mit der berühmten Villa der Mysterien aufnehmen, die lange Zeit als das Paradebeispiel für römische Freskenkunst galt. Die Details, die Emotionen, die Farben, all das ist dank der Vulkanascheschicht, die die Stadt im Jahr 79 n.Chr. verschüttete, noch vorhanden. Und jetzt kommt der Clou. Sie liegt dort seit Jahrhunderten, unberührt. Aber die Überraschungen hörten nicht bei der Kunst auf. In der Region 9 von Pompeji legten Ausgräber einen der größten privaten Thermalkomplexe frei, die je in der Stadt gefunden wurden. Während die Fresken von Pompeji die Geheimnisse einer antiken römischen Welt verraten, die in vulkanischer Asche erstarrt ist, geht unsere Reise ins Unerwartete weiter. Und gerade wenn man denkt, uralte Geheimnisse lägen nur im Dschungel oder unter Steinen begraben, führt uns die nächste Geschichte an einen viel persönlicheren Ort. Direkt in das Haus eines Menschen. Aber nicht irgendein Zuhause. Tunnels unter seinem Haus. Stellen Sie sich vor, Sie entdecken, dass das Haus, in dem Sie seit Jahren leben, unter Ihren Füßen ein Netz aus geheimen Tunneln und jahrhundertealten Relikten verbirgt. Klingt wie etwas aus einem Dan Brown-Roman, oder? Für einen Mann in England wurde dies zu seiner bizarren und sehr realen Realität. Tunnels unter seinem Haus. Es begann alles mit einem einzigen Foto. Freddie Goodall, ein britischer Immobilienentwickler, blätterte durch alte Bilder seines 500 Jahre alten Familienanwesens in Sussex, England, als ihm etwas Seltsames ins Auge fiel. Auf dem Foto aus dem Jahr 1870 war eine Tür zu sehen, die es nicht mehr gab und die in der Neuzeit durch ein Bücherregal ersetzt wurde. Dieser eine kleine Hinweis sollte eine Entdeckung bringen, die selbst erfahrene Historiker verblüffte. Von Neugier getrieben, beschloss Goodall, der Sache nachzugehen.
Er verschob das Bücherregal und entdeckte zu seinem Erstaunen eine versteckte Tür dahinter. Als er sie öffnete, kam ein kleines Loch zum Vorschein, gerade groß genug, um hindurch zu kriechen. Was dahinter lag, war nicht nur ein geheimer Raum, sondern ein ganzes Netz unterirdischer Gänge, die sich unter dem Haus und darüber hinaus erstreckten. Diese Tunnel waren keine zufälligen Höhlen. Sie wurden absichtlich angelegt. Wahrscheinlich vor Hunderten von Jahren, damit sich das Personal des Anwesens unbemerkt von den aristokratischen Besitzern bewegen konnte. An einigen Stellen erstreckten sich die Tunnel sogar bis zu nahe gelegenen Gebäuden und einer jahrhundertealten Kirche, was auf einen umfassenderen, möglicherweise sogar strategischen Zweck bei der ursprünglichen Planung des Anwesens hindeutet. Aber die wirklichen Überraschungen kamen mit dem, was Goodall im Inneren fand. Das Geheimnis der Longyu-Höhle. Nun stellen Sie sich Folgendes vor. Sie sind ein Bauer in einem ruhigen chinesischen Dorf. Und eines Tages überkommt Sie die Neugier. Die Einheimischen glauben, dass bestimmte Teiche in der Gegend ohne Boden sind. Und sie beschließen, einen davon trocken zu legen, um zu sehen, was sich darunter befindet. Was sie finden, verändert die Geschichte. Genau das geschah 1992 in dem Dorf Xianbaikun in der Provinz Zhejiang. Als einer der Teiche schließlich abgelassen wurde, kam der Eingang zu einer riesigen, von Menschenhand geschaffenen Höhle zum Vorschein. Und das war erst der Anfang. Darunter befanden sich die Longyu-Höhlen, ein Netz kunstvoll gearbeiteter unterirdischer Kammern, wie sie Archäologen noch nie gesehen hatten. Und jetzt kommt der wilde Teil. Diese Höhlen sind über 2000 Jahre alt, doch kein einziger antiker Text erwähnt ihren Bau. Keine Aufzeichnungen, keine Baupläne, keine Anhaltspunkte. Es scheint, als wären sie in völliger Geheimhaltung gebaut und dann völlig vergessen oder vielleicht sogar absichtlich versteckt worden. Die schiere Größe der Höhlen ist atemberaubend. Es handelt sich um 24 riesige Grotten mit einer Fläche von über 30.000 Quadratmetern, die alle von Hand aus massivem Schlickstein gehauen wurden. Wissenschaftler schätzen, dass 1000 Menschen 6 Jahre lang Tag und Nacht arbeiten müssten, um diese Menge an Schlamm zu entfernen. Das ist nicht nur arbeitsintensiv, sondern eine technische Meisterleistung, die den Pyramiden in nichts nachsteht. Jede Höhle ist fast 30 Meter tief und verfügt über steinerne Räume, Brücken, Wassersysteme und Säulen, die perfekt positioniert scheinen, um die Struktur zu stützen. Noch mysteriöser ist, dass jede Oberfläche, Wände, Decken und Säulen gleichmäßig mit komplizierten Meißellinien versehen sind, die ein hypnotisches Muster im gesamten Komplex erzeugen. Aber was war der Zweck? Ein Tempel? Ein Grab? Eine Militärbasis? Niemand weiß es. Und bis weitere Beweise auftauchen, bleiben die Longyu-Höhlen eines der größten unterirdischen Rätsel der Menschheit. Eine der Höhlen wurde für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht, und zwar wegen der gespenstischen Steinritzungen, die man dort gefunden hat. Aber China ist nicht das einzige Land, das uralte unterirdische Wunderwerke verbirgt. Georgias verborgene Höhlenstadt. Wenn wir unseren Blick auf die zerklüfteten Klippen Georgiens lenken, entdecken wir eine Höhlenstadt, die einst Imperien und Naturkatastrophen gleichermaßen trotzte. Georgiens verborgene Höhlenstadt. An den Südhängen des Jerashete-Gebirges in Georgien, etwa 30 Kilometer von Espinza entfernt, liegt ein Ort, der wie aus einem Fantasy-Roman entsprungen scheint, aber es ist keine Fiktion. Es handelt sich um eine ausgedehnte, in den Felsen gemeißelte Höhlenstadt, die einst eine Festung, ein Kloster und ein Wunderwerk der mittelalterlichen Technik war. Die Geschichte von Varzia beginnt im 12. Jahrhundert, während der Herrschaft von König Georg III. Aber es war seine Tochter, Königin Tamar, die die Stadt wirklich verändert hat. Angesichts der drohenden Invasion der Mongolen plante Tamar etwas Kühnes. Eine Stadt, die im Berg selbst versteckt war. Sie sollte sicher sein, sich selbst versorgen und für potenzielle Angreifer unsichtbar sein. Und sie hatte Erfolg. Varzia erstreckte sich über 500 Meter über die Felswand und ragte 13 Stockwerke in die Höhe und beherbergte schließlich über 6000 Zimmer, einen Thronsaal und die beeindruckende Kirche der Entschlafung, die mit lebhaften Fresken geschmückt war, von denen einige noch heute erhalten sind. Die Stadt, in der zu ihrer Blütezeit 2000 Mönche lebten, war keine spirituelle Stadt. Sie war strategisch. Enge Tunnel, verborgene Gänge und versteckte Kammern machten sie praktisch uneinnehmbar. Und eine Zeit lang funktionierte das auch. Die Mongolen haben Varzia nie erobert, aber 1283 versetzte die Natur der Stadt einen brutalen Schlag. Ein verheerendes Erdbeben riss einen großen Teil der Klippe ab
und setzte die einst verborgene Stadt der Außenwelt und zukünftigen Feinden aus. Von diesem Moment an begann der langsame Niedergang von Varzia. Spätere Invasionen, vor allem durch die Osmanen im 16. Jahrhundert, vertrieben die verbliebenen Einwohner. Die einst blühende Höhlenstadt wurde zu einer gespenstischen Hülle, in deren Hallen und Tunneln die Schritte längst verstorbener Mönche und Soldaten widerhallen. Heute sieht der Berg aus, als wäre er von Giganten ausgehöhlt worden. Wenn man vor Varzia steht, kann man sich leicht vorstellen, wie es gewesen sein muss, im Inneren des Berges zu leben, geschützt durch Steinmauern und den alten Glauben, selbst in Ruinen. Sie erzählt eine Geschichte von menschlichem Einfallsreichtum, spiritueller Hingabe und der Unverwüstlichkeit eines Königreichs, das es wagte, sich in die Erde zu graben, um zu überleben. Und gerade wenn man denkt, dass man die Grenzen der unterirdischen Zivilisationen gesehen hat, öffnet eine weitere geheime Stadt, diesmal in Frankreich. Ein neues Kapitel im Geheimnis dessen, was unter der Erde liegt. Naur, unterirdischer Zufluchtsort in Kriegszeiten. Unter der friedlichen Gemeinde Naur in Nordfrankreich liegt etwas Außergewöhnliches verborgen. Nicht nur ein paar Tunnel oder eine versteckte Kammer, sondern eine ganze unterirdische Stadt, die sich wie eine geheime Welt unter der Oberfläche ausbreitet. Es handelt sich nicht um einen modernen Bunker oder ein Relikt aus dem Kalten Krieg. Die Tunnel von Naur sind fast 1700 Jahre alt und begannen im 3. Jahrhundert als einfache Kalksteinbrüche. Im Laufe der Zeit entwickelten sie sich zu einem ausgeklügelten unterirdischen Zufluchtsort, der Generationen von Einwohnern vor den Verwüstungen des Krieges schützte. Im 17. Jahrhundert, während der Wirren des Dreißigjährigen Krieges, war Naur zu einer voll funktionsfähigen unterirdischen Stadt geworden. Sie verfügte über 300 Zimmer, 28 Galerien, Kapellen, Ställe und sogar eine Bäckerei mit echten Öfen. Und das alles 22 Meter unter der Erdoberfläche. Genialerweise führten die Schornsteine durch die vorgetäuschten oberirdischen Gebäude, sodass es von außen fast unmöglich war, sie zu entdecken. Auf ihrem Höhepunkt konnte die unterirdische Stadt Naur 3000 Menschen beherbergen und sie mit allem versorgen, was sie zum Überleben brauchten. Jahrhundertelang war sie ihr Schutzschild vor den Schrecken von oben. Doch im Laufe der Zeit, als sich Frankreich stabilisierte, gerieten die Tunnel in Vergessenheit, bis sie 1887 von einem örtlichen Priester, Abt McCourt, wiederentdeckt wurden. Dann wurde sie seltsamerweise zu einem neuen Leben erweckt. Nicht als Zufluchtsort, sondern als Touristenattraktion für die in der Nähe stationierten Soldaten des Ersten Weltkriegs. Diese Soldaten, die aus Ländern wie Australien, England, Irland und den US hinterließen etwas Unerwartetes: Graffiti. Tausende von Namen, Daten und Einheitskennzeichnungen sind in die Kreidewände geätzt. Mehr als 3000 Inschriften wurden dokumentiert. Darunter allein 1800 von australischen Truppen, womit es sich um die größte bekannte Sammlung von Graffiti aus der Zeit des Ersten Weltkriegs an der Westfront handelt. Dies sind nicht nur Markierungen. Es sind emotionale Zeitkapseln, Schnappschüsse von Soldaten, die eine kurze Pause von den Schützengräben suchten, indem sie in eine alte unterirdische Stadt wanderten und ihren Namen als Beweis für ihre Existenz hinterließen. Aber jetzt reisen wir von den verborgenen Tiefen Frankreichs in die sonnenverbrannten Wüsten Saudi-Arabiens, wo eine vergessene Stadt aus der Bronzezeit, die unter Vulkangestein und der Stille der Wüste begraben war, gerade wieder aufgetaucht ist. Und sie stellt alles in Frage, was wir über das alte arabische Leben zu wissen glaubten. Die verlorene Stadt Saudi-Arabiens. Als Archäologen die vergessenen Ruinen von Al-Nata tief in der saudi-arabischen Keba-Oase entdeckten, haben sie nicht nur Sand von den Steinen gefegt, sie haben eine Geschichte ausgegraben, die alles verändern könnte, was wir über das alte Arabien zu wissen glaubten. Versteckt unter Schichten von vulkanischem Basalt und Wüstenstaub lagen die Überreste einer 4000 Jahre alten Siedlung. Das ist richtig, 4000 Jahre. Al-Nata, das auf etwa 2400 Kurs zurückgeht, war nicht nur eine weitere archäologische Stätte. Sie war ein Wendepunkt. Bis zu diesem Zeitpunkt drehte sich vieles von dem, was wir über die Vergangenheit Arabiens glaubten, um Nomadenstämme, Karawanen und verstreut liegende Lager. Aber diese Entdeckung hat dieses Bild erschüttert. Was sich aus der Wüste erhob, war kein Lagerplatz. Es war eine strukturierte Stadt. Eine echte Stadt aus der Bronzezeit. Al-Nata war kompakt, nur 1,5 Hektar. Aber auf dieser Fläche gab es ein erstaunliches Maß an Organisation. Sie hatte befestigte Wälle. Es gab Wohnblocks,
Es gab eine Nekropole mit stufenförmig angelegten Turmgräbern. Strukturen, die wie aus einem verlorenen Kapitel der Menschheitsgeschichte zu stammen scheinen. Es handelte sich nicht um eine Gemeinschaft, die gerade so überlebte, sondern um eine Gesellschaft, die sich an eine der rauesten Umgebungen der Erde anpasste, plante und gedieh. Archäologen schätzen, dass in der Blütezeit bis zu 500 Menschen hier lebten, und die Stadt überdauerte fast 1000 Jahre, bevor sie um 1500 vor Christus aufgegeben wurde. Eine massive 14,5 Kilometer lange Mauer umgab sie einst, nicht nur zum Schutz, sondern auch als kühne architektonische Aussage. Wir sind hier und wir gehen nirgendwo hin. Aber die Geschichte von Al-Nata dreht sich nicht nur um Mauern und Gräber. Sie offenbart etwas noch Mächtigeres, eine andere Art von Zivilisation. Im Gegensatz zu den großen Monumenten Ägyptens oder den himmelhohen Zikkuraten in Mesopotamien wurde dieser Ort nicht für Götter oder Könige gebaut. Er wurde für das Überleben gebaut. Die Menschen hier beherrschten die Metallurgie, bauten Handelsnetze auf und schufen eine egalitäre Gesellschaft, die auf Zusammenarbeit und Ausdauer beruhte. Kein Gold, kein Marmor, nur roher Einfallsreichtum. Und jetzt kommt der Teil, der uns den Atem raubt. Wir hätten ihn fast völlig übersehen. Al-Nata blieb Jahrtausende lang unter einer verhärteten Schicht aus Vulkangestein verborgen. Erst als Satellitenbilder seltsame geometrische Muster in der Wüste zeigten, wussten die Archäologen, wo sie graben mussten. Stellen Sie sich das vor, eine ganze antike Stadt, die nicht im Dschungel oder im Meer versunken ist, sondern unter Stein eingeschlossen ist, unsichtbar für das bloße Auge, und still darauf wartet, dass die Technologie sie einholt. Und nun die große Frage, was gibt es da draußen noch? Wenn eine Stadt wie Al-Nata 4000 Jahre lang in den Felsen verschwinden konnte, wie viele andere liegen dann noch unter dem Sand Arabiens begraben? Von verlorenen Städten, die in Felsen gehauen wurden, bis hin zu vergrabenen Siedlungen, die von der Zeit vergessen wurden, stellt jede neue Entdeckung hier die Vorstellung in Frage, dass Arabien nur ein Land mit leeren Wüsten und endlosen Dünen war. Und das könnte erst der Anfang sein. Wenn diese Zeitreise Ihre Fantasie so beflügelt hat wie meine, dann klicken Sie auf den Gefällt mir-Button. Das hilft dem Kanal, zu wachsen und Geschichten wie diese zu erzählen. Und wenn ihr weiterhin die versteckten Ecken der Geschichte erforschen wollt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu läuten, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Jetzt möchte ich von Ihnen hören, welcher Teil dieser Geschichte hat Sie am meisten überrascht? Oder kennen Sie eine andere antike Stätte, die mehr Aufmerksamkeit verdient? Schreiben Sie es in die Kommentare. Ich lese jeden einzelnen. Danke, dass Sie mich auf dieser wilden Reise durch die Zeit begleitet haben. Und denkt daran, die Vergangenheit ist nicht verschwunden. Sie wartet nur darauf, gefunden zu werden.